Herzlich willkommen hier am Messestand und online an alle Hörakustiker, die jetzt live im Internet sind, und natürlich herzlich willkommen an alle, die hier gerade live am Stand sind. Vielen, vielen Dank. Und jetzt geht es um das Thema: Der nächste Schritt ist ein Sprung, Augmented Experience. Und das ist einfach so, als audiologischer Trainer ist es immer bei einer Messe was ganz Besonderes, denn welche Frage stellen Sie als Kunden als erstes, wenn man auf die Messe kommt? Es ist letztendlich: Was gibt es Neues? Und da kann ich jetzt einfach nur die Frage zurückstellen: Was kennen Sie denn schon? Was machen Sie denn schon? Denn wir haben in diesem Jahr wirklich viele, viele Neuheiten auf den Markt gebracht, und wir wollen jetzt einfach erstmal mit der Grundlage, mit der Basis anfangen, nämlich mit unserer Plattform. AX, Augmented Experience, was so viel bedeutet wie erweiterte Erlebnisse, erweiterte Hörerlebnisse. Denn unser Ziel als Industrie ist es ja, dem schwierigen Menschen wirklich auch in schwierigen Situationen ein möglichst entspanntes, ein möglichst optimales Hören zu gewährleisten. Und trotz super Hörsysteme ist es nicht immer leicht, dieses Ganze umzusetzen. Und genau darum geht es bei AX, dass wir versuchen, auch in schwierigen Situationen möglichst den Kontrast auf Sprache zu legen, einfach die Möglichkeit zu haben, entspannter zu hören und Sprache zu verstehen. Und das ist nicht in jeder Situation immer leicht. Und unsere Entwickler haben wirklich viele Jahre daran getüftelt, an dieser neuen Plattform, an dieser neuen Verarbeitung. Und schauen wir einfach mal einen Blick rein, wie denn bisher Hörsysteme gearbeitet haben. Und da ist es einfach so, dass schon mit Experience das Hörsystem bisher sich entscheiden musste: Arbeite ich jetzt in bestimmten Situationen omnidirektional oder arbeite ich in bestimmten Situationen dementsprechend mit Richtcharakteristik. Und diese Entscheidung, welche Signalverarbeitung geschlossen wird, konnten wir hier mit Experience schon grundsätzlich verändern. Denn wir sind in der Lage gewesen, sowohl von Einsatz von Richtcharakteristik und Direktionalität gleichzeitig zu verarbeiten, sodass der Hörsystemträger trotz großer Umgebung, großer Störgeräusche Teil seiner Umgebung ist, aber trotzdem seinen Fokus auf seinen Gesprächspartner richten kann. Dementsprechend wieder 100%ig Teil seiner Hörumgebung zu sein. Und das war wirklich schon ein großer Schritt. Allerdings ist es so, dass bei dieser Signalverarbeitung die gleiche Klangfarbe, die gleiche Kompression, die gleiche Störgeräuschunterdrückung aktiv ist, sodass der Kontrast zwischen Hörumgebung und dem, was der Hörgeräteträger hören möchte, nicht ganz so da ist, wie man sich das eigentlich wünscht. Denn es ist im Prinzip so, dass sich unsere Aufmerksamkeit, so sind alle Menschen getaktet, sich immer nach dem höchsten Kontrast richtet. Das kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Ich will einfach mal einige Beispiele nennen. Zum Beispiel ein Blitz bei Gewitter ist optisch, visuell ein sehr starker Kontrast. Es ist sehr stark im Vordergrund und unsere Aufmerksamkeit lenkt sich dementsprechend einfach darauf ab. Akustisch, der Donner. Ja, viele Menschen schrecken zusammen. Zum Beispiel auch, wenn hinter uns ein Glas herunterfällt, dann zucken wir zusammen, drehen uns in diese Richtung, und all das führt dazu, dass wir dann dementsprechend die Aufmerksamkeit diesem Geräusch geben. Beim Blitz ist es so, gerade ich im Außendienst, der so um die 60.000 bis 70.000 Kilometer im Jahr fährt, da kann es auch mal vorkommen auf der Landstraße, dass man auch fotografiert wird, eher unfreiwillig, aber definitiv schaut man oft immer in den Blitz hinein, sodass man dann einfach gucken kann, in welche Richtung es denn geht, und man wartet dann eigentlich nur noch auf Post. Und unser Ziel ist es, den höchsten Kontrast auf Sprache zu legen. Und was wäre es denn, wenn wir Dialoge, also das, was für unsere Hörsystemträger wichtig ist, den höchsten Kontrast auf Sprache versehen können? Und da wollen wir mir überlegen, okay, was gibt es denn schon, was Sie alltäglich auch kennen, was wir einsetzen können im Punkto höchsten Kontrast hören? Und da gibt es etwas, was wir jetzt schon lange nicht mehr erleben konnten, aber so langsam wieder möglich ist: Das ist das Kino. Denn im Kino ist es letztendlich so, dass wir dort die Möglichkeit haben, den größten Kontrast, die größte Verständlichkeit in verschiedenen Situationen zu ermöglichen. Denn trotz Hintergrundgeräusche, wie zum Beispiel hier bei Science-Fiction-Filmen, man hört im Hintergrund Schlachtgetümmel, und trotzdem ist man in der Lage, im Kino die Gesprächspartner, die Dialoge der Schauspieler einwandfrei zu verstehen.
Ich spiele es einfach mal ab. Hier ist ja ganz schön was los. Haben wir genug Power, um wegzukommen? Definitiv. Die Akkus sind voll geladen. Dann go! Ja, das Kino schafft es, präsent die Hörumgebung wahrzunehmen, mitten im Geschehen zu sein, aber trotzdem den höchsten Kontrast auf Sprache zu legen. Aber wieso ist das möglich? Warum schafft das Kino jederzeit jedes Wort zu verstehen, trotz lauter Störgeräusche? Und das liegt einfach daran, dass das Kino es schafft, die größte Aufmerksamkeit, eine eigene Klangfarbe auf die Gespräche, auf die Dialoge zu legen, um somit eine Verstärkung der Kontrasterhöhung zu ermöglichen und somit die Sprachverständlichkeit zu erleichtern. Und möglich ist das dadurch, dass halt der Sounddesigner im Kino die Hörumgebung komplett getrennt verarbeitet von der Sprache. Und das ist etwas, was es so in Hörsystemen bisher noch nie gab. Und das ist unser Ziel, genau hier diesen Lösungsansatz zu finden, um Sprache aus dem Kontrast herauszuholen und immer die höchste Aufmerksamkeit zu geben, genauso wie es der Sounddesigner im Kino schafft. Um das Ganze dann umzusetzen und auch hier ist ja ganz schön was los. Haben wir genug Power, um wegzukommen? Die Sprache hervorzuheben und dann auch die Verständlichkeit hervorzuheben. Mit Experience haben wir es geschafft, Teil der Hörumgebung zu sein. Allerdings bei gleicher Kompression, bei gleicher Störgeräuschunterdrückung, bei gleicher Klangfarbe. Und mit AX ist es uns gelungen, hier den nächsten Sprung zu machen. Also wirklich nicht nur ein Schritt, sondern wirklich ein Sprung in eine Richtung, um das Hören hier noch viel kontrastreicher darzustellen. Indem wir in der Lage sind, den Fokus auf das zu richten, was für den Hörgeräteträger wichtig ist, nämlich das, was vor ihm passiert, und die Hörumgebung trotzdem brillant wahrzunehmen und zu verarbeiten. Wie setzt man das Ganze um? AX ist das erste Hörsystem, was nicht mehr grundlegend mit einem Verstärker, mit einem Signalpfad ausgestattet ist, sondern AX-Systeme verfügen über 2 Verstärker mit 2 getrennt arbeitenden Signalpfaden. Das ermöglicht dem Hörsystemträger nicht nur von einem Verstärker mit 48 Kanälen einen Nutzen zu haben, sondern dementsprechend eine doppelte Anzahl von hier jetzt 2 mal 48 Kanälen zu realisieren, um einfach die Hörumgebung und das, was wichtig ist, komplett getrennt voneinander zu verarbeiten. Der eine Signalpfad, der für den Hörgeräteträger alles das aufnimmt, was für ihn sichtbar ist, alles, was in seinem Sichtbereich stattfindet, wird hier dementsprechend mit einer anderen Kompression, mit einer anderen Verstärkung und auch einer anderen Geräuschunterdrückung unterstützt, während der Signalpfad, der für die Hörumgebung zuständig ist, ganz anders verarbeitet werden kann, unabhängig davon, um somit dann auch den Kontrast zu verstärken. Denn bisher war es so, wenn Hörsysteme einen Signalpfad haben, einen Verstärker, muss sich das Hörsystem entscheiden, in welcher Situation befinden wir uns jetzt? Ist jetzt ein Störgeräusch vorhanden? Ist ein Sprecher vorhanden? Oder sind hier in der Situation 2 Sprecher vorhanden? Um dann zu entscheiden, welche Verstärkung lasse ich an dem Hörgerät anliegen, welche Kompression setze ich hier ein in der jeweiligen Situation, wie stark dosiere ich meine Störlärmunterdrückung, um dann dementsprechend zu entscheiden, so lasse ich jetzt diese Situation klingen. Mit AX haben wir erstmalig die Möglichkeit zu sagen, wir haben hier wirklich 2 getrennt arbeitende Signalpfade. Ein Signalpfad, der zuständig ist für die Front, alles das, was der Hörgeräteträger sieht, und ein Signalpfad, der für die Umgebung zuständig ist. Es geht hierbei darum, dass anhand der Richtung der Geräusche oder auch der einzelnen Sprecher es einen der beiden Signalpfade zugeordnet werden und diese dementsprechend komplett getrennt voneinander zu verarbeiten. Wie kann man sich das vorstellen? Es ist letztendlich so, dass unser Ziel immer ist, Sprache möglichst linear zu übertragen, mit möglichst wenig Kompression, damit Sprache so natürlich klingt, wie es geht und auch wir hier eine großmögliche Sprachverständlichkeit zur Verfügung haben. Und das ist möglich, indem wir den ersten Verstärker, der für das zuständig ist, was wichtig ist,
möglichst hier eine lineare Versorgung realisieren, also mit gar keiner oder wenn dann auch einer sehr geringen Kompression, die sehr träge arbeitet. Und das Beste, mit Zielverstärkung zu versorgen. Die Zielverstärkung meint dabei das, was Sie zu Hause in der Connex mit dem Kunden einstellen. Also in der Regel das, was auf beste Sprachverständlichkeit hinausgeht. Der zweite Verstärker ist letztendlich dafür da, die gesamte Hörumgebung aufzunehmen. Und hier können wir eine ganz andere Kompression, eine ganz andere Klangfarbe realisieren, sodass ein Hörsystemträger, der mit AX-Geräten versorgt ist, in dieser Situation schon ein gerichtetes Hören hat, ohne überhaupt eine Richtcharakteristik einzusetzen. Die große Herausforderung, die wir aber alle haben, ist, was passiert denn, wenn Sprache und Störlärm aus der gleichen Richtung kommen, nämlich beides von vorne. Und da kommen bisher jede Hörsysteme an ihre Grenzen. Und das ist genau das, was wir auch versuchen hier umzusetzen, indem wir dann, wenn beides wirklich von vorne kommt, wir eine Richtwirkung einsetzen, bis hin zur Richtwirkung Plus oder direktionale Binauralität, sodass wir dann versuchen, Störlärm und Sprache aus der gleichen Richtung zu filtern und herauszukristallisieren, den Kontrast erhöhen. Und diese Zone, die dabei entsteht, das ist sozusagen die Augmented Zone, in der eine Linearität entsteht und auch die Zielverstärkung so verarbeitet wird, dass die bestmöglichste Sprachverständlichkeit hier erreicht werden kann. Wie groß diese Augmented Zone ist, in welchem Fokus Sie arbeiten, das hängt natürlich ein bisschen von den Leistungsklassen ab, wo der Hörsystemträger dann aber auch die Unterschiede sehr leicht heraushören kann. Und das ist letztendlich das Geheimnis von Augmented Experience. Wir haben zwei Verstärker, zwei getrennt arbeitende Signalpfade, die dann dementsprechend hier mit 2x48 Kanälen aufwartet im 7er Preissegment. Wir haben eine neue sozusagen Verarbeitung zwischen den Hörgeräten, Ear-to-Ear 4.0. Somit haben wir eine binaurale Ausgleich von 192 Kanälen. Und auch im Punkto Klangklarheit hat das System zugelegt, indem wir hier wirklich eine Eingangsdynamik haben von bis zu 117 Dezibel, damit auch laute Klänge klar übertragen werden können und der Hörsystemträger dementsprechend auch hiervon den Nutzen hat, dass die Systeme einfach einen sauberen Klang haben. Ich kann Ihnen nur empfehlen, selber auch zu Hause an den Bildschirm und natürlich an den Akustikern, die hier vor Ort sind, selber die Hörsysteme mal aufzusetzen, einzustellen, reinzuhören, am besten mit einem geschlossenen Dome, sodass Sie dann auch die Unterschiede hören, wie die AX-Systeme hier auch klingen können. Ja, AX setzt noch einen weiteren drauf. Bluetooth Streaming ist heute schon fast ein Standard in vielen, vielen Hörsystemen. Und auch AX unterstützt Android-Smartphones mit dem Asha-Protokoll und natürlich nach wie vor das iOS-System, sodass sowohl Telefonate als auch das Hörbuch oder Musik direkt über die Hörsysteme in Stereoqualität dann auch übertragen werden können. Also auch hier ein großer Mehrwert im Nutzen für Ihre Kunden. Ja, das Produktportfolio, mit dem wir gestartet sind, spricht für sich. Wir haben sozusagen einmal das Pure Charge & Go AX als klassisches HDO-Gerät im RIG-Bereich. Für die Kunden, die sozusagen das Pure Charge & Go TAX nutzen möchten, wo optional noch die Telefonspule enthalten ist und auch die Cross-Variante hat hier den Nutzen, sodass wir das ganze System auch hier ja, in der B-Cross-Anpassung oder in der Cross-Anpassung nutzen können. Für Sie als beratender Akustiker ist es natürlich so, dass Sie jetzt nicht nur, man sieht es hier, auf Hörsysteme beraten müssen, sondern wir sehen einfach auch die Vielfalt der Lademöglichkeiten. Und auch hier ist Ihre Expertise gefragt in der Beratung beim Kunden. Reicht es aus, mit dem Kunden die klassische Ladestation im offenen Bereich zu nutzen? Oder benötigt der Kunde eine Dry-and-Clean-Ladestation, die zusätzlich über eine aktive Trocknung verfügt und auch UV-Licht enthält, sodass Bakterien durch diese UV-Lichtwellenlänge dementsprechend abgetötet werden können. Gereinigt werden muss es natürlich vorher trotzdem. Oder der Mobile Charger für unterwegs, sodass der Hörgeräteträger im Prinzip seine Schachtel immer dabei hat, um die Hörsysteme einfach dort hineinzulegen. Sie schalten sich aus, sie werden parallel geladen, sodass wir das Ganze hier auch nutzen können. Ja, Demogeräte haben wir natürlich auch, sodass wir hier die Möglichkeit haben, unterschiedliche Preiskategorien zu nutzen, um einfach auch hier den Mehrwert zu generieren, sodass wir hier mit der AX-Technologie dann auch die Preispunkte abbilden können.
Ja, zusammengefasst, Augmented Experience bietet für den Hörsystemträger den höchsten Kontrast im Bereich beste Sprachverständlichkeit, vollere Klangumgebung, verringerte Höranstrengung und natürlich erweiterte Konnektivität in Bezug zu Android Streaming über Bluetooth und ja, dann auch natürlich die iPhone-Übertragung mit dem Hörsystem. Ja, das sollte der erste Einblick gewesen sein für die AX-Technologie. Jetzt gleich im Anschluss geht es weiter mit Sebastian Best, einer unserer Entwickler, der maßgeblich an der Chip-Technologie teilhat. Viele kennen ihn vielleicht noch mit dem Pac-Man-Hemd. Das war für mich sehr auffällig, großartig. Und die Laura Neher, meine Kollegin, wird dazu mit ihm gleich ein Interview führen und so ein bisschen hinter die Kulissen schauen, wie der AX-Chip entstanden ist, was für ein Know-how dahinter steckt.